Moin! Herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wieder zu einem Lokomotiv-Review. Und zwar geht es heute um die Baureihe ME der dänischen Staatsbahn, dargestellt im Modell von der Firma MCK. Erlaubt mir 2, 3 Sätze vorab. Ich weiß nicht, wann du dieses Video schaust. Ich zeichne das Video auf, während gerade der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der russischen Armee auf die Ukraine und das ukrainische Volk läuft. Ich glaube nicht, dass ich jetzt fachlich dazu geeignet bin, irgendwas zu sagen, was ihr nicht schon woanders in den Nachrichten gesehen habt. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video mache. Ich habe mich auch einige Tage nicht danach gefühlt, ein Video zu machen zum Thema Modellbahn, wo ich mit euch über Details einer Lokomotive spreche, die hier im Modell dargestellt wird, während die Welt gegebenenfalls gerade auf einen Atomkrieg oder Dritten Weltkrieg zusteuert. Insofern habe ich volles Verständnis dafür, wenn euch nicht nach dem Video ist, dann schaut es euch an, sobald euch da wieder nach ist. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass ich zumindest mal wieder ein Video mit euch mache, weil die Frage wäre ja, wann würde ich sonst wieder ein Video machen? Wir wissen alle nicht, wie lange diese Situation dauert. Insofern, lasst uns einfach mal loslegen. DSB ME habe ich euch hier mitgebracht von der Firma MCK. Von der Firma MCK hatten wir ja schon einige Modelle hier auf dem Kanal. Und tatsächlich, wenn man jetzt so die gesamte Historie anguckt bei der dänischen Staatsbahn, habe ich euch jetzt fast alles an, sag ich mal, großen Baureihen aus der Historie im Bereich der Dieseltraktion dort vorgestellt. Das heißt, wir haben den Triebwagen MO hier gehabt, wir haben den MR-Triebwagen, wir haben die MY NOHAB Rundnase, wir hatten den Nachfolger, die MZ, quasi in diesem extremen Industriedesign. Und jetzt kommen wir heute mal zu eigentlich der letzten Diesellokomotive, die die dänische Staatsbahn wirklich angeschafft hat. Für alle von euch, die sich mehr mit der Deutschen Bahn beschäftigen, das Interessante in Dänemark ist, dass bis in die 80er Jahre hinein keine Elektrifizierung der Strecken vorgenommen wurde, sodass tatsächlich dort eigentlich ausschließlich Diesellokomotiven zum Einsatz kamen, im Gegensatz zu Deutschland, wo man ja sehr, sehr früh, zumindest im Westen, schon auf die komplette eigentlich Elektrifizierung der Hauptstrecken gesetzt hat. Das ist also ein ganz, ganz großer Unterschied. Deswegen hat man in Dänemark auch spannende Diesellokomotiven noch sehr, sehr spät gehabt tatsächlich. Und das ist mit die letzte große Baureihe hier. Bevor wir zu dem Modell kommen und zur Historie, soweit sie jetzt bei einem relativ aktuellen Modell Sinn macht, lassen wir uns noch einmal inspirieren von der Verpackung. So sieht die aus von MCK. Immer passend hier schön in den dänischen Farben der Staatsbahn, wie sie früher war, in Rot-Schwarz. Das Ganze ist made by Dekaz in Denmark, wie hier steht. Da steht allerdings nicht in Dänemark, wie ich gerade gesagt habe, sondern made by. Ja, allerdings nicht wo. Das heißt also, ich vermute, dass die Lokomotive durchaus irgendwo im Ausland, in China oder so gefertigt wurde. Das Ganze stammt aus 2016, ist eine sehr limitierte Auflage, könnt ihr hier lesen. Also in 2016 200 Exemplare wurden hergestellt von dieser Lokomotive hier. Und das hier ist die Nummer 25 von diesen 200 hier, dieses Exemplar, was wir hier haben. Ich habe das Ganze vor kurzem über eBay gebraucht bekommen, die Lokomotive. Die ist also jetzt nicht brandneu gewesen, wie gesagt 2016. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie wahrscheinlich das ist, dass davon gerade jetzt noch mehr verkauft werden bei 200 Exemplaren, die produziert wurden. Insofern ist das jetzt wirklich eine Interessensvorstellung. Ihr werdet kaum diese Lokomotive irgendwo kaufen können aktuell, nur falls das für euch ein Thema ist. An der Stelle sei kurz erwähnt, dass in diesem Sommer ein paar neue Versionen der ME rauskommen. Das könnt ihr zum Beispiel auf der Homepage von MCK nachschauen. Die hier angezeigten ohne Foto, das sind die neuen, die aufgelegt werden dieses Jahr. Also ihr habt eine Chance, eine zu bekommen. Der Karton, wie bei MCK üblich, bei den anderen Vorstellungen auch, extrem hochwertiges Material. Und dann haben wir hier wieder zwei sehr, sehr schön gedruckte Anleitungen bzw. Funktionsübersichten mit dabei. Also das Ganze spiegelt komplett das Design vom Karton wider. Und hier ist wunderbar
die Historie der Baureihe, der verschiedenen Modelle inklusive verschiedener Fotos, aller über die Historie vorhandener Einfärbungen bzw. Lackierungen. Das wird hier alles wunderbar beschrieben. Also das ist quasi fast der Großteil der Anleitung. Für einen Lokomotiven-Historien-Freak wie mich natürlich wunderbar. Und erst danach geht es dann los mit Erklärungen zum An- und Abbau der verschiedenen Pufferbohlen bzw. auch der Schneeräumer und alle diese Dinge. Und dann natürlich mit der Frage, wie kann ich die Lokomotive auseinanderbauen, welche Wartungsmöglichkeiten habe ich. Das ist hier alles ziemlich detailliert beschrieben. Und zwar wirklich bis zu dem Schritt, wo ich quasi die Schnecken am Motor und den gesamten Getriebekasten auseinanderbaue. Ja, also schon sehr, sehr umfangreich. Ersatzteile, die MCK anbietet, seht ihr, das ist relativ begrenzt. Das heißt also im Endeffekt gibt es quasi nur die Kardanwellen und solche Sachen als Ersatzteile, also der mechanische Antrieb. Der gesamte Lokkasten außenrum, das bekommt ihr nirgendwo als Ersatzteil, falls euch da was kaputt geht. Interessant auch hier wieder bei den deutschen Lokomotiven, zum Beispiel von Märklin oder Pico, habt ihr immer so einen Roman an Sicherheitshinweisen. Das habt ihr hier gar nicht. Ja? Also es scheint nicht notwendig zu sein. Und dann haben wir hier die Funktionsübersicht, einmal für die Variante mit und einmal mit und quasi ohne Sound. Wir haben hier die Variante ohne Sound, Udenlüt, wie das auf Dänisch heißt, und das ist verbaut ein Lokpilot 4. Trotzdem haben wir einiges an interessanten Funktionen. Mit dem Loksound 4 hätten wir allerdings deutlich mehr Funktionen. Den haben wir hier in der Version leider nicht, aber bei 200 limitierten Exemplaren und einer Gebrauchtlokomotive muss man sich dann, denke ich, damit abfinden. Und dann geht es weiter, nochmal eine schöne Zwischenschicht. Und dann hat man hier, wie üblich, die kleinen Anbauteile. Das heißt konkret, wir haben die geschlossenen Schneeräumer, die es gibt, wenn man also vorne oder hinten keine Kupplung anbauen will. Und wir haben hier nochmal zusätzlich für die Seite quasi Trittleitern. Die musste ich jetzt bei mir abbauen, weil ich im R1 fahre. Das hat nicht funktioniert. Also die sind auch noch mit dabei und solche Sachen. Und dann hat man hier einen sehr, sehr harten Schaum. Und in dem wiederum befindet sich dann der Blister. Also die Lokomotive ist hier wirklich ultimativ gut geschützt drin. Muss man ganz klar sagen, das ist wirklich krass. Und da ist dann so ein üblicher Lokomotivenblister, wie wir ihn kennen, von quasi allen Herstellern drin, wo man die Lokomotive dann reintun könnte. Wie ihr gesehen habt, meine ist ja schon ausgepackt. Wir stopfen das mal hier alles wieder zusammen und dann haben wir auch eine schöne Unterlage für unsere Lok in der weiteren Vorstellung. Rauskommen tut nämlich aus dem Karton das hier. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Lokomotiven auskennt, sagt ihr schon vom Design, das ist eine relativ moderne Lokomotive, weil ich diese abgeschrägte Front habe mit einer durchgehenden großen Scheibe vorne und in Summe doch eine eher moderne Lokomotivform hier tatsächlich schon habe. Ja. Wir können uns das ja auch mal ein bisschen aus der Nähe angucken, das Modell. So sieht es aus. Schon sehr, sehr schick. Hier jetzt auch mal die Seite, wo keine Kupplung angebaut ist, sondern wo ihr die durchgehende Schneeräumerbohle unten habt und eine Schraubenkupplungsimitation angebaut an der Seite. So sieht die aus. Das Modell im Detail schauen wir uns später in dem Video hier nochmal wirklich richtig im Detail an. Auf den ersten Blick muss man sagen, das Modell ist extrem schwer. Es ist haptisch, komplett aus Metall fühlt sich das an. Also nicht nur das Gewicht, auch quasi so das Greifgefühl, nenne ich es mal, wenn man die Lokomotive anfasst, ist extrem hochwertig. Und es sind tatsächlich wirklich alle Anbauteile aus Metall. Also alle kleinen Bleche, Haken, Ösen, Griffe, alles, was ihr hier an diesem Modell findet, ist aus Metall. Die Bedruckung ist im Detailgrad wirklich herausragend. Und wir haben hier überall so kleine Lochbleche und die haben eine Größe von 2 mal, glaube ich, 4 mm ungefähr. Und die sind als echte Lochbleche ausgeführt. Das ist, muss man sagen, schon ganz, ganz großes Kino. Auch wenn ich reingucke in den Führerstand hier, der ist später auf der Anlage beleuchtet,
sehe ich eine mehrfarbige Inneneinrichtung. Also ich habe hier wirklich komplett bis auf Bodentiefe die Stühle im Fahrstand. Ich habe eine Rückwand mit entsprechender Modellierung. Ich habe hier das Farbpult in verschiedenen Materialien. Also vom Detailgrad allein schon auf den ersten Blick würde ich dem ganzen Modell hier schon 9 von 10 Punkten direkt nach dem Auspacken geben. Bevor wir da reinspringen, gehe ich mit euch noch mal ganz kurz zurück auf die Historie der ME. Die ist nicht so umfangreich, dass wir da jetzt ein eigenes Video für bräuchten. Aber es gibt einige ganz, ganz spannende Punkte dabei. Deswegen würden euch auch gerade die Abonnenten, die schon länger dabei sind, mit Sicherheit empfehlen, hier definitiv auch diesen Teil des Videos anzugucken. Historie der ME. Es handelt sich hier um eine Lokomotive, die angeschafft wurde von der dänischen Staatsbahn in den frühen 1980er Jahren. Das heißt, im Umkehrschluss eine Entwicklung aus Ende der 70er Jahre. Zu dem Zeitpunkt befand sich die dänische Staatsbahn im Umbruch. Man hat 1975 ungefähr einen sogenannten Plan 90 vorgelegt. Und dieser Plan 90 zeichnete ein Bild, wie die dänische Staatsbahn zur Jahrtausendwende, also knapp in den nächsten 25 Jahren damals gesehen, aussehen sollte. Da waren solche Dinge drin, wie zum Beispiel Elektrifizierung, Digitalisierung hat man es noch nicht genannt, aber man wollte sehr, sehr viel auf elektronische Datenverarbeitung setzen, auf automatische Zugbeeinflussungssysteme, solche ganzen Dinge. Aber auch natürlich die Frage, wie können wir überhaupt einen Regionalverkehr sicherstellen bei einem zunehmenden Autoindividualverkehr, bei abnehmendem Güterverkehr. Also was soll da passieren? Und der Schluss der dänischen Staatsbahn war eben, man bräuchte sehr, sehr große Investitionen, um konkurrenzfähig zu bleiben und auch das gesamte Rollmaterial wirklich in die nächste Fahrzeuggeneration zu heben. Dem wurde zugestimmt damals in Dänemark vom Parlament und so konnte man diesen Plan 90 umsetzen. Und ein Teil davon war da eben auch die Anschaffung neuer Lokomotivgenerationen. Wir haben hier auf dem Kanal schon mal die DSB MZ gesehen. Das war eine Lokomotive, die entwickelt wurde noch in der Zeit vor der Ölkrise, lange vor diesem Plan 90 aus der Mitte der 70er und die wirklich mit einer der stärksten Diesellokomotiven der Erde und insbesondere auch Europas darstellt. Da ging es um Kraft. Bei der ME geht es mehr um Effizienz als um Kraft, aber die Lokomotive ist auch unglaublich stark von den Leistungsdaten her. Die ist entstanden aus einem Prototypenbau der Firma Henschel. Und zwar hat der eine oder andere von euch vielleicht mal von der Henschel DE oder D2500 gehört. Das ist so ein Prototyp, der in 3 Exemplaren gebaut wurde, in den 70ern in Deutschland. Eine Lokomotive, 6-achsig, Diesellokomotive mit Drehstromantrieb an den Achsen. Also eine dieselelektrische Lokomotive, die von der gesamten Steuerung, von der Leistungselektronik ein Vorläufer eigentlich der modernen Züge heute ist. Das ist so ein bisschen der Urgroßvater der Züge, die auch heute, oder der Lokomotiven, die auch heute viel unterwegs sind. Daraus ist in den 80ern zum Beispiel auch die Baureihe 120 geworden. Wer die Baureihe 120 kennt, das war in Deutschland so die erste moderne Lokomotive. Es sollte eine Mehrzwecklokomotive werden, die quasi eierlegende Wollmilchsau der Deutschen Bundesbahn sollte das sein. Und ein Vorgänger dieser 120 ist eben auch diese Henschel 2500 gewesen. Warum? Weil man tatsächlich dort einen über Elektronik gesteuerten Antrieb hatte, und zwar einen, man würde jetzt im RC-Technik oder heute überhaupt Motorenbereich sagen, einen Brushless-Antrieb. Das heißt also ein Elektromotor ohne Bürsten. In diesem Modell hier und auch in sonst ganz, ganz vielen Anwendungen, die ihr zu Hause habt, sind ganz oft noch sogenannte normale Elektro-Gleichstrommotoren verbaut mit sogenannten Bürsten und einem Anker und solchen Sachen. Und Drehstrommotoren kommen eher aus dem Bereich der Industrietechnik. Die DSB hat tatsächlich vor der Deutschen Bahn in den 70ern das Potenzial dieser Technik erkannt und hat dann Henschel im Endeffekt beauftragt, Lokomotiven zu bauen. Diese Lokomotiven haben noch eine quasi Bruderkategorie oder Schwesterkategorie, je nachdem, wie man das gendern möchte.
und zwar die DI4 der norwegischen Staatsbahn, also der NSB. Die wiederum sehen komplett anders aus, sind technisch aber darunter quasi das Gleiche. Das heißt also, wir haben im Endeffekt einen Dieselmotor, der einen Drehstromgenerator betreibt, der dann wiederum auf 6 einzelne, also für jede Achse einen Drehstrommotor die Leistung abgibt. Und das Ganze ist eben über eine Leistungselektronik gesteuert. Und dadurch, dass das diese Brushless-Motoren sind, ist es einerseits ziemlich wartungsarm. Es hat sehr, sehr wenig Abnutzungserscheinungen, also man hat keine Bürsten oder sowas, die man irgendwie warten müsste. Und es hat eine unglaublich hohe Energieeffizienz. Also die Leistungsabgabe ist extrem hoch von diesen Motoren. Konkret heißt das, die dänische Staatsbahn wollte auch mehr Leistung, als der Prototyp in Deutschland hatte. Der Prototyp in Deutschland hatte einen MTU-Motor mit 2500 PS verbaut. Und die dänische Staatsbahn wollte das Ganze als potenziellen Nachfolger der Baureihe MZ, die eben rein auf Kraft, aber nicht auf Effizienz und geringen Dieselverbrauch ausgelegt war. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen eine vergleichbare Motorenleistung. Die MZs hatten zwischen 3300 und 3900 PS, je nach Version. Dänemark wollte also eine vergleichbare Leistung und hat dann einen Dieselmotor der Firma GM gehabt, mit 3300 PS, den man gerne in diese Lokomotiven verbaut haben wollte. Das heißt also, der untere Lokkasten, das Lokchassis, wurde von der Firma Henschel gefertigt. Die Generatoren bzw. die ganze elektronische Antriebstechnik wurde von der Firma BBC zugeliefert. Der Motor kam von der Firma GM, also EMD. Und der Lokkasten außenrum wurde von der Firma Scandia in Randers gefertigt. Also das, was ihr hier optisch seht. Also schon ein interessantes Joint Venture, nenne ich es mal, um wirklich alle bisher Beteiligten auch an einen Tisch mitzuholen. Also die GM-Motoren, damit hatte die dänische Staatsbahn eben knapp 40 Jahre gute Erfahrungen gemacht. Hatte auch die entsprechende Erfahrung natürlich in der Wartung. Scandia hat grundsätzlich eigentlich die Wagenkästen und Lokkästen in vielen Fällen gebaut für die dänische Staatsbahn und Henschel war eben der Entwickler des Grundmodells des Prototypens der Lokomotive. Das war also die Grundgeschichte. Hinzu kam noch ein weiterer Aspekt, und zwar hat die dänische Staatsbahn zum gleichen Zeitpunkt eine Lokomotivbaureihe EA geordert. Also das ist hier ME und die EA optisch quasi der gleiche Kasten, nur eben nicht mit hier Lüftern und Dieselmotor, sondern mit Pantographen. Und die EA war die erste Streckendiesellokomotive, die in Dänemark eingeführt wurde. Also von der Grundidee her hatte man gesagt, ja, wir elektrifizieren bestimmte Hauptstrecken, gerade jetzt zum Beispiel in Kopenhagen und im Umland, wo man dann vielleicht auch nicht die Emissionen immer haben wollte, also die lokalen Emissionen von den Diesellokomotiven. Und da wurde diese Baureihe EA eingesetzt. Und das ist quasi hier die Schwester- oder Bruderbaureihe, je nachdem, wie ihr das betrachtet. Eben mit einem Dieselmotor, sonst aber mehr oder weniger eigentlich gleich aufgebaut, insbesondere auch was hier unten die quasi Antriebstechnik in den Achsen angeht, also die Drehstrommotoren dort. Und in dem einen Fall wurde eben Strom über die Oberleitung, über den Drehstromgenerator bzw. Wechselrichter dann verteilt an die Achsen und im anderen Fall wurde das über einen Dieselmotor erzeugt. Das mal so zu der grundsätzlichen Historie zum Aufbau und warum diese Lokomotivreihe eigentlich auch extrem interessant ist. Weil sie kam 1981 bis 1985 in den Streckenbetrieb in Dänemark, war also vor der Baureihe 120, die ja in Deutschland als so ein ganz, ganz großer Technologiesprung gesehen wird und als Vorläufer des Intercity Express, also des ICE, war diese Lokomotive im Einsatz. Die war früher im Einsatz, basierte auf der gleichen Technik. Also insofern war Dänemark hier in gewisser Weise ein Early Adapter der neuen Technologie. Das macht das Ganze schon mal interessant. Gekauft wurden 37 von diesen Lokomotiven in 2 Baulosen damals. Und die sind auch tatsächlich bis 2021 in Dänemark bei der dänischen Staatsbahn wirklich im Einsatz gewesen. Das heißt also, der Güterverkehr der DSB wurde ja schon im Jahr 2000 eingestellt und seitdem wurden zum Beispiel die MZ-Lokomotiven, also die Güterlokomotiven oder Primärgüterlokomotiven, ja ausgemustert und verkauft an private Betreiber. Die ME
die hauptsächlich im Personenverkehr in Dänemark eingesetzt wurde, war eben bis letztes Jahr noch im Einsatz. Im letzten Jahr wurden die letzten 26 an einen skandinavischen Betreiber aus Schweden verkauft und sollen jetzt in Zukunft in Norwegen im Einsatz sein. Also die Lokomotiven sind auch noch heute unterwegs. Die sind ursprünglich auch in dieser Form ausgeliefert worden. Also wir haben hier die Auslieferungsversion, die ist auch exakt nachgebildet. Das ist ja eins der Merkmale der Firma MCK, dass sie tatsächlich eine Lokomotive exakt auf ein Baujahr und exakt ein Exemplar nachbilden bei der dänischen Staatsbahn. Das ist also hier die Auslieferungsversion und hier stand es ja irgendwo am Rande auch drauf. 1984 wurde die Lokomotive hier exakt so ausgeliefert und ist auch bis 2002 exakt so gefahren. Dann wurde sie umlackiert. Und 2010 wurden einige der Lokomotiven auch noch umgebaut und haben sogenannte, ja eigentlich Dieselpartikelfilter bekommen, denn die erfüllten in keinster Weise mehr die Abgasnormen in Dänemark. Da man aber mit den Nachfolgezügen der Intercity-Reihe, also der IC-Reihe in Dänemark Probleme hatte, wurden diese Lokomotiven bis 2021 vor den Doppelstockwagen im Regionalverkehr in Dänemark eingesetzt und mussten entsprechend auch die Abgasnormen eigentlich mit erfüllen dann und dafür wurden sie umgebaut, haben Dieselpartikelfilter und solche Sachen bekommen. Die Lokomotiven sind jetzt ersetzt durch die Vectron. Das heißt also inzwischen durch den Einsatz nicht nur der Baureihe EA, der in Dänemark schon länger da ist, sondern eben auch durch die neuen Vectrons, die dort eingeführt werden bei der DSB, brauchte man tatsächlich jetzt die MEs nicht mehr und deswegen wurden die jetzt verkauft. Also spannende Historie, Technologieträger hat eigentlich nie größere Probleme gehabt, sondern in diesen ungefähr fast 40 Jahren einen hervorragenden Job gemacht und ich finde, die Lokomotive sieht auch überhaupt nicht so alt aus. So viel zur Historie. Das könnt ihr übrigens auch alles nachlesen hier in der Kurzform in diesem Typenkompass. Ich habe euch letztes Mal nicht vorgelesen, ich habe es euch einfach erzählt. Aber den habe ich euch auch noch mal unten verlinkt, das Buch. Ich finde es ziemlich spannend, wenn man da so einen Kurzüberblick bekommt hier über die Entwicklung der dänischen Lokomotiven. Aus irgendeinem Grund sind hier auch noch Finnlands Staatsbahnen mit dabei. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Autor da einfach irgendwie Interesse oder Wissen hatte. Kommen wir mal zu dem Modell. Wir haben ja eben schon einen kurzen Blick drauf geworfen. Also das Modell selber ist auf den ersten Blick einfach super detailliert, wirklich hammerdetailliert. Ähnlich wie auch die späteren Modelle von MCK. Ich habe euch ja schon andere Modelle von MCK vorgestellt, die aus dem Jahr 2017 bzw. 2019/20 gekommen sind. Das hier ist 2015 bzw. 2016. Und man sieht eine gewisse Entwicklung und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail gemeinsam an. Lasst uns gemeinsam ein paar Details der DSB ME anschauen. Da gibt es nämlich ein paar aus meiner Sicht sehr, sehr spannende Dinge dran, die auch zeigen, auf welchem Niveau hier gearbeitet wird bei der Detaillierung der Lokomotive und die auch ein bisschen eine Idee mitgeben, was ist eigentlich möglich, selbst für einen Kleinserienhersteller in einer bestimmten Preisklasse. Denn wir sprechen hier von einer Lokomotive, die wirklich in einer kleinen Serie hergestellt wurde, die aber trotzdem preislich jetzt nicht unbedingt über den Großserienherstellern liegt. Ja, fangen wir mal auf der ungewohnten Seite an, nämlich unten drunter. Und da gibt es zuallererst jetzt hier die Seriennummer. Hier haben wir das individuelle Aufkleber mit der laufenden Nummer 25. In meinem Fall darüber dann MCK Made by Dekas. Wir haben hier einen Lautsprecher auf der Unterseite. Oben im Innenraum der Lokomotive ist ein zweiter Lautsprecher. Und dann haben wir hier im Endeffekt 6 Achsen mit jeweils auch der Möglichkeit, den Getriebekasten hier zu öffnen, um ihn zu ölen. Und was ihr jetzt vielleicht schon gesehen habt, wir haben keinen einzigen Haftreifen. Das finde ich wirklich krass. Die Lokomotive hat keine Haftreifen verbaut. Das ist interessant. Ja. Wenn wir die weitere Darstellung uns mal angucken, von der Seite jetzt hier, fangen wir damit mal an, haben wir eine extrem detaillierte Darstellung. Das geht los bei beim gesamten Aufbau hier
der Drehgestelle. Das ist wirklich hervorragend detailliert. Wir haben auch verdammt niedrige Spurgrenze hier tatsächlich für eine AC-Lokomotive. Dann haben wir hier sehr, sehr schön auch farblich markiert die ganzen Anschlüsse beziehungsweise die Möglichkeit auch zum Tanken. Die Tür hier in der Mitte ist jetzt nicht weiter hyper detailliert, das ist sie im Original aber auch nicht. Und dann haben wir hier eine sehr, sehr schöne Bedruckung, muss man tatsächlich sagen. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das hier in dem Video lesen? Ja, es ist ein bisschen schwierig vom Fokus her. Das ist auf jeden Fall das Henschel Fabrikschild und das BBC Fabrikschild. Beides sehr detailliert von der Darstellung her und hervorragend auch in einer Art 3D-Form ausgeformt hier, dass das wirklich angesetzt ist. Dann haben wir hier die Türen, die sind auf beiden Seiten eigentlich gleich mit einer kleinen Trittstufe. Das finde ich hier sehr, sehr schön. Das ist eine kleine angesetzte Trittstufe tatsächlich. Das ist also nicht nur rausmoduliert oder rausmodelliert aus dem Material, sondern wirklich angesetzt. Dann haben wir hier die Tür, Griffstangen, wunderbar die kleinen Türschlösser. Diese kleinen Lämpchen hier eben auch extra angesetzt. Das ist auch nicht der Standard. Oft ist das ja einfach nur ein Stück Plastik, was hier in der Form mit dabei ist. Und dann kommen wir hier auch schon so ein bisschen zum Ende der Lokomotive, beziehungsweise zum Anfang, je nach Seitenbetrachtung. Und ihr seht ja jetzt hier meinen Schraubenzieher. Ich kann ja meinen Finger mal dazwischen halten. Das sind wirklich super filigrane Griffstangen. Super filigran. Also die Detaillierung ist hier wirklich überragend. Muss man ganz, ganz klar sagen. Richtig, richtig überragend. Das setzt sich auch weiter hier auf der Seite der Lokomotive, wenn wir mal die Front angucken jeweils. Wir haben hier diese kleinen angesetzten Scheibenwischer, das ist wirklich hervorragend. Wir haben sehr, sehr detaillierte, sehr dünne, feine Griffstangen. Auch die Beleuchtung hier im unteren Bereich, wie ihr seht, ist super detailliert und sehr, sehr schön auch passend zum Vorbild mit diesem silbernen bzw. weißen Kreis außenrum. Und was mir besonders gut gefällt, sind diese Trittstufen hier, die ja nicht nur hier verbaut sind, sondern auch hier. Und ich denke, das könnt ihr jetzt auch erkennen, das sind tatsächlich kleine Lochbleche. Und die sind extra angesetzt. Davon sind auch einige als Ersatzteile mit dabei, weil man die hier wirklich, wenn man will, mit einer Pinzette rausbrechen kann quasi. Aber das finde ich schon wirklich toll. Die Puffer sind hier entsprechend eben als Federpuffer ausgeführt. Wobei das natürlich jetzt auch, ja, es ist ganz nett, dass man es hat. Ihr habt es jetzt gesehen, die Funktion ist jetzt nicht überragend. Es hilft einem auch nicht wirklich weiter auf der Modellbahn, aber der Wille ist da, man weiß, dass es die Funktion gibt. Sagen wir es mal so. Ja. Und ich finde, für eine Diesellokomotive haben wir hier noch eine sehr interessante Dachlandschaft. Wir haben hier die Lüfter, die sind, das kann man auch viel besser von innen noch sehen, wirklich durchbrochen mit innen sitzenden einzelnen Lüfterrädern tatsächlich. Wir haben dann hier die verschiedenen Hörner. Die sind nicht extra angesetzt, sondern in dem Lokomotivkasten drin quasi mit rein moduliert. Dafür sind aber hier die verschiedenen, wie wir hier sehen können, kleinen Gitter mit den verschiedenen, ja, auf verschiedenen großen Lamellen. Die sind extra angesetzt. Und was ihr hier im oberen Bereich seht, das Ganze hier, dieser Kasten hier oben drauf, ist auch ein extra angesetztes Teil. Das kann man sehr, sehr gut sehen. Das ist ja im Endeffekt so eine riesige Wartungsklappe hier. Die ist wirklich extra angesetzt und hat hier wunderbar diese kleinen Augen, mit denen man dann das Ganze rausheben könnte. Also das ist schon richtig, richtig toll gemacht. Das setzt sich hier fort. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass es eben hier diese ganz, ganz vielen, genau wie beim Vorbild, unterschiedlichen Varianten an Gittern gibt, die hier alle super dargestellt sind. Also sei es hier oben so ein klassisches viereckiges, ein bisschen gröberes, dann wieder ein bisschen feiner oder was wir eben hatten, sehr fein. Das kommt richtig gut rüber und hat eine wunderbare 3D-Struktur. Auch diese angesetzten Bleche hier
Das sind sogenannte Schneeabweiser. Das heißt also, dass der Schnee quasi hier nicht direkt in die Lokomotive dann reinschneien soll. Auch die sind wunderbar detailliert ausgeführt. Ihr seht, das Ganze hat allerdings so eine gewisse Tendenz, hier so ein Dreckfänger zu werden. Man muss also die Lokomotive hier schon immer gut sauber halten, weil einfach auf dem Schwarz hier quasi jeder Fussel dann sichtbar ist. Aber das ist schon wirklich toll. Was wir jetzt hier in dem Licht schlecht sehen können in der Kamera, ist die Detaillierung des Führerhauses. Ich versuche es jetzt nochmal andersrum. Ja, es wird auch schwierig. Ich glaube, ihr könnt so ein bisschen durch die Scheibe das erahnen. Das kann man auf der Anlage natürlich viel besser sehen. Aber wir haben hier einen vielfarbigen Führerstand. Das ist also nicht nur einfarbig, sondern wir haben eingesetzte Sessel extra. Wir haben eine detaillierte Rückwand mit entsprechenden Elementen. Ich denke, das kann man so ein bisschen jetzt da hinten erkennen. Also mit Tür und allem. Und wir haben dann ein sehr detailliertes Farbpult. Hier ist aus meiner Sicht alles dran, was an dem Original auch dran ist. Vor allen Dingen, was an dem Original in der Epoche auch dran war. Da habe ich also jetzt nichts gefunden, was irgendwie fehlte oder anders war. Das ist wirklich exakt nachgebildet nach allen Bildern, die ich auch finden konnte zu dieser Lokomotive. Und mir fällt jetzt auch kaum was ein, wie man es noch besser machen könnte. Also da müsste man jetzt tatsächlich in so eine Kategorie reingehen, wo man sagt, ja, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, hier diese Türen zu öffnen oder so. Das wäre so noch so ein Schritt obendrauf, den man hier setzen könnte beim Thema Detaillierung. Was natürlich ein Armutszeugnis ist, aus technischer Sicht sind die fehlenden Haftreifen, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber von der optischen Leistung, die MCK hier abgeliefert hat, muss man sagen, ist das wieder eine absolute 1,0, definitiv. Jetzt haben wir die Details gesehen. Ich denke, wir springen einfach mal direkt rüber, nachdem eigentlich alles im Detailblick jetzt bestätigt. Wir haben hier ein super Modell von außen, ist das optisch, ist das allererste Sahne. Wie sieht es denn innen drin aus? Also geht es da weiter in so einer hohen Qualität oder ist es wirklich nur mehr Schein als Sein? Das Öffnen der Lokomotive ist hier beschrieben in der Anleitung. Das heißt, man muss 4 Schrauben abziehen und kann dann das Gehäuse nach oben abnehmen. Und da ist ganz, ganz wichtig, das werden wir gleich sehen, wenn ich das Gehäuse abgenommen habe. Es gibt unten 8 Schrauben und ihr müsst die richtigen 4 abziehen. Das ist hier leider nicht beschrieben in der Anleitung. Wenn ihr die falschen 4 nehmt, geht die Lokomotive eben nicht auf, sondern ihr könnt eigentlich nur quasi vorne und hinten ein bisschen von der Schürze abnehmen. Muss man eben einmal wissen. Wenn ihr die Schrauben gelöst habt, könnt ihr tatsächlich einfach das Chassis so abnehmen, vollkommen problemlos. Und wir haben dann, wie ihr hier sehen könnt, ein wunderschönes Metallchassis mit vielen Details und hier auch wirklich, wie ihr seht, durchgebrochen die Lüfter, was ja für eine Lokomotive von 2015 schon wirklich eine Ansage ist. Und ihr seht auch diese coolen Pins hier, dort. Die sorgen nämlich dafür, dass ich keinerlei Kabelverbindung mehr habe. Das heißt, so kann ich tatsächlich verschiedene Pole übertragen an den oberen Teil des Lokomotivkastens, ohne ein Kabel fest zu haben zwischen der Lokomotive unten und oben. So, was haben wir noch? Wir haben hier tatsächlich eine sehr saubere Platine, obwohl das eine sehr frühe MCK-Platine ist. Wir haben ja etwas spätere auch schon gesehen hier auf dem Kanal. Hier sitzt unser kleiner Lokpilot aus dem Jahr, wie sieht es aus hier, 2015, so wie es aussieht, also 08 2015 hat er hier den Aufkleber drauf. Interessant ist, wie ich auch finde, dass das Ganze hier jeweils immer markiert ist. Wir haben also hier zum Beispiel eine Beschriftung auf den kleinen Platinen, also hier zum Beispiel Hall-Sensor Board auf beiden Seiten. Das ist für das Quietschen in den Kurven gedacht. Das heißt also, da wird erkannt, wie hoch ist der Einschlagwinkel vom Drehgestell hier unten.
Und wenn der eben einen bestimmten Winkel erreicht, dann setzt, wenn man die Soundversion hat, das Bremsen bzw. das Kurvenquietschen ein. Ja. Genauso hier ist auch eine Beschriftung auf dem Ganzen immer. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Das hat man bei fast keiner Platine, aber hier ist überall eine Beschriftung, um was für ein Bauteil es sich handelt. Für jeden quasi verständlich und lesbar sind zum Beispiel hier diese beiden, wo das rote und schwarze Kabel dann rausgehen. An dieser Stelle und an dieser Stelle, da steht nämlich jeweils Motor dran. Dann sieht man noch, wir haben hier einen relativ großen Lautsprecher verbaut, der auch per angesteckter per Steckverbindung hier verbunden ist. Das sieht soweit auch gut aus, tatsächlich für eine relativ alte MCK-Lokomotive auch echt hochwertig. Das ganze Ding wiegt unglaublich viel. Und man sieht hier zwischendurch immer an den Stellen, wo jetzt die Fenster sind, haben wir diese grauen Elemente, die hier eben den Blick quasi in den Innenraum gestalten. Das ist also nicht kein durchgehendes einzelnes Element, sondern wirklich immer so kleinere hier. Tatsächlich sieht man dann aber auch nicht weiter rein, was jetzt in der Lokomotive hier drin steckt. Also das ist alles unter dem Board. Soll man auch nicht öffnen, soll man nicht weiter ran. Einzige, was man machen kann, wartungstechnisch, ist, dass man die Schnecken der Drehgestelle, die sich jeweils hier befinden, eben hier tatsächlich dann ölen bzw. schmieren kann. Dafür soll man die Lokomotive auch öffnen können, für nichts weiter. Ich finde aber, man sieht hier trotzdem ein paar ganz interessante Sachen. Also wir haben einerseits eine Platine, die noch nicht auf dem Niveau ist wie die späteren MCK-Platinen. Gibt es ein schönes Video aus dem letzten Sommer, wo ich die DSB MZ vorstelle von der Firma MCK mit einer wirklich brillanten Platine. Allerdings sind hier auch alle Bauelemente schon sehr passend und gut drauf angeordnet. Ich habe hier Steckverbindungen für Lautsprecher, ich habe schon Lautsprecher verbaut. Ich habe diese Pins wieder, die ich wunderbar finde, um eben so eine Lokomotive zu öffnen und zu schließen, ohne eine Kabelverbindung hier öffnen zu müssen und solche Sachen. Und man kann hier wirklich alles einzeln austauschen, wenn man es denn müsste und sollte und wollte. Also das finde ich sehr gut. Ich zeige euch jetzt nochmal die anderen Schrauben hier. Da seht ihr es jetzt, da ist noch eine Schraube drin. Das ist die Schraube, die auch drin bleiben muss. Und wenn ihr hier jetzt das Ganze ein bisschen dreht, dann seht ihr hier so ein Loch dort. Da kommt die Schraube nämlich rein, die wir jetzt rausgedreht haben. Die sind beide wirklich direkt hintereinander angeordnet. Dann müsst ihr die richtige nehmen, nämlich die weiter zur Lokomotivenmitte hin ist. Ja, und viel mehr gibt es hier eigentlich gar nicht zu sehen im Innenraum. Aus meiner Sicht wieder eine gute Leistung, die MCK hier abliefert. Man sieht so ein bisschen, dass sie sich seitdem auch noch entwickelt haben. Also hier diese Kabel, die hier so ein bisschen in der Gegend noch rumhängen und sowas. Das hat man jetzt bei den neueren Modellen nicht mehr gehabt in der Form. Die wirkten dann noch sauberer. Aber nichtsdestotrotz kann ich da jetzt überhaupt nichts dran aussetzen. Ist super hochwertig aufgebaut und einfach zu öffnen. Und vor allen Dingen schraubt man auch wieder in Metall rein. Sieht man, denke ich, hier auch ganz gut. Das sind Metallgewinde in einem Metallgehäuse. Das kann man also auch 100, 200 Mal öffnen, wenn man das möchte. Und man hat, glaube ich, jetzt keine nennenswerten Gebrauchsspuren dann. Und so einfach lässt sich das Ganze jetzt wieder schließen. Jetzt die 4 Schrauben wieder rein und wir haben wieder eine komplett geschlossene Lokomotive. Jetzt haben wir auch reingeschaut, auch innen drin. Ich denke, stimmt ihr mir zu? Ich sage, die Lokomotive ist auch innen drin extrem hochwertig aufgebaut. Sie ist noch nicht ganz da, wo die Lokomotive von MCK jetzt aus dem letzten Jahr war. Da sieht man schon eine gewisse Entwicklung, aber das sind Details. Das sind wirklich Details. Das interessiert wahrscheinlich auch kaum jemanden außer mir, wie die Kabelverläufe da sind oder wie hochwertig die Platine vom Aufbau her aussieht. Aber wir bewegen uns hier aus meiner Sicht schon so in dem Top-Notch-Bereich tatsächlich. Viel besser geht es kaum, wenn man Platinen jetzt ankauft im Modellbahnbereich. Jetzt haben wir aber eben eine Sache gehabt, und zwar ist es, die hat jetzt hier tatsächlich bei mir keine Haftreifen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Hier drunter sind jetzt auch nicht irgendwo Vertiefungen in den Rädern, dass man sagt, der Vorbesitzer hat die Haftreifen abgebaut. Es gibt ja Leute, die finden die doof oder so. Nee, also die hat man tatsächlich damals ohne Haftreifen ausgeliefert.
Und deswegen interessiert mich jetzt massiv, wie bewegt die sich eigentlich? Wie fährt die? Klappt das? Ja oder nein? Schon sind wir auf der Anlage für den Fahrtest unserer DSB ME. Da steht sie bereit am Signal und ja, wenn ihr länger dabei seid, kennt ihr das. Wir fahren also hier einmal die Runde, kommen hier wieder am Bahnsteig an und kommen damit wieder zurück. Das Ganze sind teilweise Bogenweichen, teilweise sogar hintereinander. Wir haben eine R1-Kurve hier, wir haben einen NEM-konformen Bahnsteig. Also schon eine ganze Menge an schwierigen Dingen, zumindest was die Gleiskombination hier angeht. Und wie immer fahren wir hier einfach mal ganz stumpf mit Vollgas im Kreis und schauen, was passiert. Dazu habe ich hier die Central Station wieder auf mein iPad geholt. Ihr könnt das sehen. Wir haben hier die Lokomotive mit der Geschwindigkeit. Wir haben die verschiedenen Funktionen auf der linken Seite und wir haben hier mein Gleisbild. Ich schalte uns jetzt mal das Licht an. Dann sehen wir auch, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind und ihr seht auch schon die Lichtfarbe hier, die gefällt mir richtig gut. Die ist nicht zu gelb, sie ist nicht zu hell. Sie passt wirklich zu einer 80er-Jahre-Lokomotive. Ja, und jetzt geben wir einfach mal Vollgas und gucken, was passiert. So, da haben wir es gesehen. Also, wir haben eine nicht zu schnelle, nicht zu langsame Beschleunigung, die hier von dem Decoder mitgegeben wird. Die Höchstgeschwindigkeit war eigentlich auch ganz okay und denke ich auch vergleichsweise vorbildgerecht. Wir sprechen ja von einer Lokomotive, die im Original bis zu 175 km/h fahren kann. Auch geräuschtechnisch habe ich jetzt nichts gehört, was mich hier irgendwie schockiert hat oder so. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Langsamfahrtest. Das ist jetzt die Geschwindigkeitsstufe 5. Das ist 3. Das ist 1. Also wie ihr seht, ohne Ruckeln irgendwas, mit einem ganz leichten Fahrgeräusch hier zeigt sie sich da wirklich perfekt in den Fahreigenschaften. Was ja noch bleibt, ist die Frage Zugleistung. Die Lokomotive hat keine Haftreifen, das hatte ich euch vorgestellt. Und interessanterweise hat sie zumindest in der Ebene aus meiner Sicht aber keine Traktionsprobleme. Also hier haben wir jetzt mal ganz, nicht epochengerecht einfach 3 Personenwagen an der Lokomotive hängen. Die fährt vollkommen unbeeindruckt. Also ob sie da jetzt Haftreifen hat oder nicht, ist relativ egal. Wir hängen jetzt spaßeshalber mal die ganzen Güterwagen, die da auch noch stehen, einfach auch noch mal hinten dran an das Ganze. Und gucken mal, wie das dann aussieht. Also wir haben jetzt zusätzlich zu dem Personenwagen noch diese ganzen Güterwagen hier rangehängt. Auch das ist unserer Lok jetzt hier ziemlich Wurst. Die fährt hier einfach so ihre Kreise. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr rangehängt bekommen. Also zusätzlich zu unseren Personenwagen und den paar Güterwagen habe ich jetzt einfach noch mal ein paar Güterwagen rangehängt. Mehr wird irgendwann ein bisschen schwierig hier mit meiner Kreisbahn. Aber ich sehe jetzt auch immer noch keine Traktionsprobleme, obwohl die Lokomotive keinen einzigen Haftreifen hat. Ja, also für meine Zwecke absolut ausreichend, was die Traktion angeht. Ich fahre jetzt hier gerade extra langsam, damit das irgendwie mit den langen Wagen hier einigermaßen funktioniert. Aber theoretisch müsste die Lokomotive ja auch bei einer geringen Geschwindigkeit eher Traktionsprobleme bekommen als bei einer hohen, wo viel kinetische Energie da ist. Ja, also da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch mehr ranhängen, mache ich jetzt einfach mal nicht, weil ich glaube, das ist jetzt eine Zuglänge, die müsste eigentlich für fast jeden reichen. Das Problem wird, denke ich, tatsächlich die Steigung werden.
Und ja, es liegt am Ende daran, dass die Lokomotive ein ultra hohes Gewicht hat. Also die wiegt 710 Gramm. Ja, soweit das möglich ist, werden wir uns jetzt nochmal mit den Funktionen hier beschäftigen. Die Lokomotive hat ja einen Lokpilot, keinen Loksound. Das heißt, wir haben hier lediglich Lichtfunktionen, aber da sind auch einige dabei. Und was ihr hier seht, die Lokomotive hat ein paar Gebrauchsspuren. Es handelt sich ja um eine gebrauchte Lokomotive. Also das erste ist in dem Fall das Spitzenlicht. Da seht ihr, wie es angegangen ist. Im Endeffekt, die Lichtfarbe ist in Ordnung, die Helligkeit ist absolut in Ordnung. So stelle ich mir das doch eigentlich vor bei einer Lokomotive aus den 80er Jahren. Das können wir mal ausmachen. Und dann haben wir hier als nächstes die Innenraumbeleuchtung des Führerstandes. Und da muss man doch wirklich sagen, schaut da mal rein. Es ist jetzt schwierig vom Fokus, aber ihr seht die beiden Sessel, die wirklich bis zum Boden runtergehen. Ihr seht hinten hoffentlich die Schränke. Und die, ich glaube, das sind Sicherungen und sonstigen Dinge hinten an der Wand. Dort in der Ecke seht ihr einen kleinen Feuerlöscher hinten rechts. Und in der Mitte seht ihr die Tür, die hinten in die Lok reinführt. Ja? Also da muss ich sagen, vom Führerstand her, auch hier mit dem Fahrpult vorne, das ist ja absolute Sahne. Also absolute Oberklasse, viel besser geht es gar nicht, gerade wenn ihr noch diese super filigranen kleinen Scheibenwischer davor seht. Das ist schon Hammer. Genau, also das war die Innenbeleuchtung vom Führerstand. Wir haben dann hier eine Rangierbeleuchtung, die jeweils nur die unteren Lichter auf beiden Seiten gleichzeitig umfasst. Wir können dann die gegenüberliegende Seite quasi von der Fahrtrichtung her mit Licht an- und ausschalten. Also wenn wir nicht im Zugverband unterwegs sind, sondern alleine, dann hätten wir hier eben die Rückleuchten an der Lokomotive, die wir an- und abschalten können. Und dann gibt es eine Maschinenraumbeleuchtung, die sieht so aus, um da mal reinzuschauen. Und da sieht man eben auch so einen gewissen 3D-Maschinenraumeffekt, aber mehr halt auch nicht an der Stelle. Ja. So, das waren erstmal schon mal zwei ziemlich coole Funktionen. Und jetzt haben wir noch eine weitere Funktion. Und zwar haben wir, abhängig von der Fahrtrichtung, dieses Bereitschaftssignal, was ihr hier jetzt gerade seht. Diese orangene kleine Lampe, das war zum Beispiel auch bei den Neuheiten 2021, bei der MV, die dort angekündigt wurde von Märklin, ein ganz, ganz großes Highlight. Das hat MCK hier eben schon 2015 bzw. 2016 realisiert an der ME und auch an allen Folgelokomotiven. Damit hat im Endeffekt bei der DSB der Zug die Abfahrbereitschaft signalisiert. Und das war es auch leider schon an Funktionen. Wir haben dann noch einen Rangiergang, aber das hat ja eher eine fahrtechnische Information, sagen wir, dass die Lokomotive nicht mehr ganz so schnell fährt, nicht so krass beschleunigt. Aber an Funktionen war es das. Also wir haben die Lichtfunktion, leider keinen Sound.
Jetzt habt ihr es gesehen. Also die Fahreigenschaften ohne Wagen dran sind, wie bei jeder anderen Lokomotive, da merkt man es nicht, dass sie keine Haftreifen hat. Und sie fährt perfekt. Also sie fährt richtig gut. Der Decoder macht einen super Job in Zusammenarbeit mit dem, ja, eigentlich wahrscheinlich sehr hochwertigen Getriebeteilen, die hier verbaut wurden. Also die Lokomotive fährt 1A. Wirklich richtig, richtig sauber. Und auch bei allen Zügen, die eine normale Länge haben, hier bei mir auf der Anlage, merke ich das überhaupt nicht, dass sie keine Haftreifen hat. Dafür ist sie ausreichend schwer genug und ist auch ausreichend gut balanciert, würde ich jetzt mal sagen, dass sie einfach genug PS quasi auf die Schiene bringt, ohne dass man da jetzt was merkt. Also so ein normal durchschnittlich langer Güterzug, überhaupt keine Probleme mit gehabt. Ein normal langer Personenzug, der in Dänemark auch realistisch ist, aus 3 oder 4 Personenwagen, was ich hier jetzt bei mir darstellen kann. Keine Probleme, funktioniert super. Ich glaube allerdings, in dem Moment, wo man Steigungen hat, und ich habe bei mir keine echten Steigungen. Dänemark ist ein flaches Land, deswegen hat meine Anlage keine Steigungen. Ich glaube allerdings, wenn ihr Steigungen habt, werdet ihr mit dieser Lokomotive massive Probleme haben. Und da müsst ihr auch dann, denke ich, aufpassen, weil wir haben das jetzt zweimal bei der Firma MCK gehabt. Wenn ihr euch für so ein Modell interessiert und ihr habt zum Beispiel einen Schattenbahnhof mit einer starken Abfahrt oder so, das kann schwierig werden, je nachdem, wie MCK in Zukunft die Modelle designt. Also wir haben die MZ hier gehabt, die trotz Haftreifen wirklich fast gar keine Leistung auf die Schiene gebracht hat. Wir haben hier die ME, die ohne Haftreifen mehr Leistung auf die Schiene bringt, zugtechnisch, aber trotzdem auf Steigung wahrscheinlich ein maximales Problem entwickeln wird dann. Und das sehe ich tatsächlich kritisch. Das, glaube ich, ist das Einzige, wo die Firma MCK sich irgendwie keinen Gefallen tut, weil das wäre total einfach zu lösen. Man könnte einfach ein paar Haftreifen anbauen an das Modell und es wäre perfekt. Es hat ein hohes Gewicht, es hat eine super Ansteuerung, es hat eine super Technik, es sieht top aus. Warum hat es keine Haftreifen? Also das ist so ein bisschen wie so der Schönheitsfleck, den quasi jeder braucht, damit er nicht ganz perfekt ist. Ist es vielleicht einfach Unwissenheit damals gewesen, das kann ja auch sein, also MCK gibt es noch nicht so ewig und vielleicht hat man da gar nicht so den Wert drauf gelegt, weil war ihm das gar nicht bewusst, dass man das braucht. Also ich finde es spannend, das sieht für mich schon eher nach so einem Entwicklungslapsus tatsächlich aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das tatsächlich mit Absicht geschehen ist, sondern dass man das vielleicht einfach vergessen hat, übersehen hat oder sowas damals. Nichtsdestotrotz ist das schon ein bisschen peinlich, dass man so eine hochwertige Lokomotive in einem Preisbereich, ich glaube, damals gekostet hat die knapp 400 €, müsste die neu gekostet haben, roundabout. Dass man da in dem Preisbereich eine Lokomotive so rausbringt, ist schon ein bisschen crazy. Ja, also da gehört schon was dazu. Ohne Haftreifen für 400 €. Ich glaube, das ist ein Thema, das MCK generell jetzt bei den Modellen nochmal beachten sollte. Wir werden es sehen, und zwar kommt in diesem Sommer angeblich eine Nachfolgeversion des Modells auf den Markt, also mit aktuellem Decoder, aktuellem Sound und vielleicht Haftreifen. Ich weiß es nicht. Also wenn ich meine Finger an eine bekomme von den neuen, die ja auch wieder limitiert und so wie ich es verstanden habe, in den meisten Fällen auch schon reserviert sind, dann werde ich euch das hier mal vorstellen, dann werden wir sehen, ob es jetzt Haftreifen gibt. Aber darüber hinaus, also solange ihr mehr oder weniger auf einer geraden Strecke fahrt und jetzt nicht hier einen Panzerzug mit 40 Wagen dran hängt, werdet ihr mit der Lokomotive definitiv euren Spaß haben, gerade einfach, weil es ein absolutes Schmuckstück für die Anlage ist. Also wenn ich mir das angucke, ich kann mich da gar nicht dran satt sehen. Das Schlimme an den MCK-Lokomotiven ist, die sind optisch so schick, wenn man die da stehen hat und daneben fährt dann eine andere Marke ein, dass man tatsächlich sagt, naja, also irgendwie sehe ich jetzt, wenn die da so beide im Bahnhof nebeneinander stehen, schon einen Unterschied. Also ich habe das ganz extrem bei der MZ. Da habe ich eine Variante von Hobbytrade und eine Variante von MCK. Und die beiden kann ich gar nicht mit gutem Gewissen nebeneinander bei mir in den Bahnhof einfahren lassen, weil dann gucke ich sie an und sage, warum siehst du so schlecht aus und warum siehst du so gut aus? Ja, also optisch absolutes Sahnemodell. Fahreigenschaften, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, es geht auch ohne Haftreifen. Aber wenn ihr Steigung habt, passt auf bei den Lokomotiven, ihr wisst es vorher nicht, es steht nirgendwo. Das war's für heute zum Thema DSB ME. Ich freue mich, wenn du so lange dabei geblieben bist und natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit hier bei Johns MOBA einschaltest. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sicher und wir denken dran, Blau-Gelb wird es am Ende machen. Also, bis dann, macht's gut. Ciao.